Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch das 54 Liter Aquarium von Marina vorstellen, das ich mir gekauft habe. Ich hatte ja vor einiger Zeit ein Aquarium auf dem Sperrmüll gefunden und mit nach Hause genommen. Nachdem ich es geputzt hatte, sah es eigentlich ganz gut aus, aber es stellte sich bald heraus, dass es undicht war. Ich habe dann versucht, es abzudichten, aber das hat nicht funktioniert. Für die, die das Video darüber noch nicht gesehen haben, blende ich jetzt rechts oben einen Link dorthin ein. Nachdem das Sperrmüllaquarium entsorgt war, erschien mir der Platz, wo es gestanden hatte, zu leer. Also musste Ersatz her. Und da ich meine 3 Nano-Aquarien auch schon von Marina gekauft und damit bisher ganz gute Erfahrungen gemacht hatte, habe ich jetzt auch wieder ein Becken von dieser Firma gekauft. Das Video über das 12 Liter Nano-Aquarium verlinke ich euch jetzt rechts oben in den Infokarten. Ich habe dieses 54 Liter Aquarium in einem Zoofachmarkt für 24 € gekauft und man erhält es dort in einem einfachen Karton. Ich weiß nicht, wie es verpackt ist, wenn man es sich schicken lässt. Das Glas ist an den Wänden und am Boden 4 mm stark und das Becken ist außen 60 x 30 x 30 cm groß. Es fasst 54 Liter und liegt damit an der untersten Grenze, wenn man Fische halten will. Aquarien dieser Größe werden von vielen Firmen als Komplettsets mit Licht, Filter und Heizung angeboten, weswegen sie bei Einsteigern sehr beliebt sind. Da dieses Aquarium keinen Rahmen hat, habe ich mir eine passende Unterlage aus einer 2 cm starken Styroporplatte geschnitten, um eventuelle Unebenheiten auszugleichen. Die kostet im Baumarkt ca. 2 € und ich brauchte den Rest des Styropors eventuell noch im Aquarium. Um die Platte auszuschneiden, habe ich ein einfaches, aber scharfes Cuttermesser benutzt und dann langsam und vorsichtig geschnitten. So kam eine einigermaßen ordentliche Kante dabei heraus und so fällt das Styropor auf der weißen Küchenplatte nicht ganz so sehr auf. So gefiel mir das Aquarium schon einmal sehr gut und ich konnte mir so langsam vorstellen, wie es später einmal aussehen wird. Man darf bei einem Becken für 24 € allerdings nichts Besonderes erwarten. Schon bei meinen 12 Liter Becken habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Abdichtungsnähte manchmal nicht sauber geklebt sind und in den Ecken dadurch dicke Silikonkleckse entstehen können. Bei einem Becken kam die Naht sogar nicht bis zum Boden hinunter, sodass es undicht war. Auch kam es vor, dass die Scheiben nicht im 90-Grad-Winkel verklebt waren. Man muss sich also vor dem Kauf unbedingt den Karton öffnen lassen. Nicht nur um nachzuschauen, ob das Glas beim Transport nicht zerbrochen wurde, sondern auch, ob die Nähte in Ordnung und die Scheiben im rechten Winkel sind. Dafür holt man das Aquarium am besten aus dem Karton heraus, denn darin ist es zu dunkel, um das schwarze Silikon überprüfen zu können. Mit manchen Sachen muss man aber leider bei so einem billigen Becken einfach leben. Hier sind jetzt die Nähte unten recht sauber verklebt und die Scheiben einigermaßen im Winkel, aber oben steht herausgedrücktes Silikon über. In einer anderen Ecke wurde es recht unprofessionell abgeschnitten, was einen unschönen Abschluss macht und daneben ist noch verschmiertes Silikon an der Scheibe zu sehen. Silikonreste findet man auch an den übrigen Scheiben und die Silikonabdichtung in einer Ecke war nicht ganz bis heruntergezogen, sodass sich dort eine Art Flaschenhals abzeichnet. Wie gesagt, es ist wichtig, dass man das Aquarium einmal im Laden auspackt und genau inspiziert und wenn man etwas entdeckt, was einem nicht gefällt oder womit man sich nicht wohlfühlt, lässt man es besser da. Ich kann mit diesen kleinen Schwächen leben. Mir ging es darum, ein günstiges und trotzdem ansehnliches Aquarium zu kaufen, mit dem ich ausprobieren kann, ob mir diese Beckengröße gefällt. Ich wollte aber kein Set kaufen, weil ich die Optik von rahmenlosen Becken sehr mag. Außerdem will ich mir die Komponenten wie Filter, Heizung und Licht nach den Bedürfnissen der Pflanzen und Tiere, die ich hineintun will, selber zusammenstellen und mich bei der Einrichtung und beim Besatz nicht nach der vorhandenen Technik richten. Bevor es jetzt aber ans Einrichten geht, muss das Aquarium erst einmal auf Dichtigkeit geprüft werden. Einerseits, um die Garantie zu wahren, andererseits aber auch für die eigene Sicherheit. Ist das Aquarium erst einmal eingerichtet, ist es ein wahnsinniger Aufwand, wenn man beim Einfüllen ein Leck entdeckt und dann alles wieder ausräumen muss. Ich habe das Becken erst einmal nur zu 1/3 gefüllt und über Nacht stehen lassen. Wäre dann etwas ausgelaufen, wäre der Schaden nicht ganz so groß geworden. Das Packpapier lege ich immer unter, weil man dann sofort sieht, wenn Wasser ausläuft, weil auch kleinste Mengen schon einen sichtbaren Fleck hinterlassen. Am nächsten Tag war aber scheinbar alles in Ordnung und so habe ich das Aquarium fast ganz gefüllt und ein paar Tage stehen lassen. Mir gefällt es soweit ganz gut und ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es eingerichtet ist. Wie ich das mache, werde ich hier natürlich auch wieder zeigen und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und schreibt mir doch einmal in die Kommentare, ob ihr auch ein 54 Liter Aquarium habt, wie ihr es eingerichtet habt und was ihr für Tiere darin haltet. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und macht euch mal wieder die Hände nass.